Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ihr seht bereits schon, der Wanderzirkus ist under construction. Morgen um 16 Uhr startet das Ganze hier auf F9 und am Freitag dann auf allen Welten. Und es gibt auch zum Anlass des Wanderzirkus wieder eine 20% Aktion, was im Umkehrschluss heißt, wir verlosen wieder 100 € Paysafe-Guthaben, das heißt 3600 Pilze für euch zum Anlass des Wanderzirkuses, damit ihr da gut durchkommt. Was ihr dafür machen müsst, ist ganz einfach, wie jedes Mal. Falls ihr noch kein Abo auf dem Kanal hier dagelassen habt, macht das gerne, ein kostenloses Abo, damit ihr auch immer rechtzeitig informiert seid. Ich werde euch auch so schnell wie möglich informieren, wenn ich irgendwelche Infos zum Wanderzirkus habe, damit ihr am Freitag dann keine Fehler macht. Möglichst, und lasst einen Kommentar unter dem Video hier da und am besten auch noch eine Bewertung, und dann nehmt ihr hier schon an dem Gewinnspiel automatisch dran teil und werdet am Freitag um 15 Uhr oder sagen wir am Freitag um 16 Uhr, am Freitag um 16 Uhr werdet ihr dann in dem Video ausgelost werden, und dann hat einer von euch die Möglichkeit, 100 € Paysafe Guthaben zu gewinnen. Ja, das Ganze ist mal wieder gesponsert über den Creator Code. Falls ihr Pilze aufladen solltet, macht das möglichst im Webshop, denn hier bekommt ihr noch die Pilze für den Normalpreis, nicht wie auf Steam, iOS und Android, wo ihr anstatt 120 € bezahlt, also 20% mehr Geld bezahlen müsst für eure Pilze. Macht das lieber über den Webshop. Und genau, hier könnt ihr mich auch noch kostenfrei supporten, wenn ihr hier an den Code Dorza denkt, und dann werde ich dafür noch mehr kostenfrei supportet und kann solche Giveaways wie diese hier finanzieren. Und nächsten Monat ist es dann auch schon soweit. Sergio kommt zu mir und dann fahren wir zusammen zum Tierschutzbund, wo dann auch noch ein Teil der Creator Code Einnahmen wieder mal dieses Mal hingespendet wird. Und da freue ich mich auf jeden Fall auch schon sehr drauf. Jetzt ist es bald soweit, das ganze Jahr. Haben wir den Moment hingefiebert, jetzt ist es bald wieder soweit. Krass, wie schnell die Zeit vergeht auf jeden Fall. Genau, ansonsten haben wir hier die News für die kommenden Tage jetzt auch am Start. Der Wanderzirkus und die Wochenend-Events. Mach dich bereit, morgen ist es soweit. Der Wanderzirkus beginnt am 17. Oktober auf der Welt F9 und am 18. weltweit. Seid gefasst auf atemberaubende Darbietungen, wenn du es aushältst. Außerdem finden die folgenden Wochenend-Events statt, von Freitag bis Sonntag. Wanderzirkus, Pilz-Event, Auraler Großputz, Epic Event, Kaufrausch, Tag des heißen Eisens, Epic Gut Glück haben wir und Erfahrungsreichtum. Das sind doch einigermaßen gute Events auf jeden Fall. Wir werden auch natürlich, wenn der Wanderzirkus morgen released wird, um 16 Uhr, das Ganze auch pünktlich livestreamen auf Twitch. Ich bin momentan ein bisschen angeschlagen, vielleicht hört man es so leicht, keine Ahnung. Irgendwie immer, wenn ich Urlaub habe, dann werde ich erkälte ich mich irgendwie, keine Ahnung, woran das liegt. Auf jeden Fall gehen wir trotzdem morgen um 16 Uhr auch rein in den Wanderzirkus und werden das Ganze hier auf mein Main dann auch testen, wie weit wir da kommen werden. Keine Ahnung, wir werden das Ganze zusammen rausfinden, weil es ist ja für alle neu. Wir haben zwar eine kleine Vorstellung bekommen vom Wanderzirkus. Das hatte ich ja schon die letzten Tage hochgeladen gehabt, das Video. Wie das Ganze grob aufgebaut ist, wie er funktioniert und so weiter und so fort. Aber schlussendlich werden wir es dann selbst noch mal herausfinden, wie das Ganze nun wirklich von A bis Z funktioniert und was die besten Strategien und Taktiken da sind. Vorschau aufs nächste Wochenende haben wir auch gleich. Hier unter anderem finden wir auch den Wanderzirkus. Der geht auch wieder 10 Tage, ist wie der Elevator oder der Legendary Dungeon. Also das nächste temporäre Event, was ähnlichermaßen aufgebaut ist wie der Elevator oder LD. Deswegen werden wir dies nächstes Wochenende auch noch haben. Auraler Großputz, Epic Kaufrausch haben wir wieder, zweimal in Folge. Gut Glück auch und Tag des heißen Eisens. Das sind die Events, auf die wir dann nächstes Wochenende uns drauf gefasst machen können. Und es ist wirklich, muss ich sagen,
auf der einen Seite schon cool. Hier haben wir auch Wanderzirkus, 10 Artisten und Direktor heißen dich in ihrer Manege willkommen. Ja, ist auf jeden Fall cool, dass er jetzt so da ist. Ich hoffe mal, er wird nicht so zeitintensiv werden wie die anderen ja, Events. Legendary Dungeon nimmt ja wirklich viel Zeit in Anspruch. Elevator ja auch, wenn man den Free-to-Play ordentlich spielen will. Man will ja auch immer gucken, dass man nicht seine Tickets volllaufen lässt und so weiter und so fort. Aber, ja, was halt sehr schade ist, ich hätte es gerne gehabt, dass wir zuerst den LD gesehen hätten und dann den Wanderzirkus, weil der Wanderzirkus wird ja so ähnlich werden wie der Elevator. Umso stärker du bist, umso weiter wirst du auch kommen, umso höher stehst du in der Ehrenhalle. Nur beziehungsweise in der Gildenrangliste, so ist es im Elevator. Nur im Wanderzirkus ist es halt so, umso höher du in der Rangliste stehst, umso höher werden auch deine Belohnungen. Und ich bin ja jetzt nun komplett outdated, was mein Equipment angeht. Das ist ja wirklich schon Jahre alt und deswegen, ja, es ist natürlich sehr schade, dass wir jetzt ein bisschen zu lang gewartet haben. Ja, das muss man vielleicht mir auch vorwerfen dann, dass ich ein bisschen zu lange gewartet habe. Ja, aber bin auch ehrlich, ich habe jetzt nicht mit so einem Update gerechnet, wo wir jetzt wirklich unsere eigene Stärke unter Beweis stellen müssen und nicht wie im Elevator als Gilde zusammen fungieren, ja, und nicht so wie im Legendary Dungeon, wo das Ganze prozentual vom Leben abhängt und nicht, ja, von deiner eigenen Stärke quasi, ja. Hätte ich nicht gedacht, dass so ein Event jetzt kommt. Ja, nichtsdestotrotz werden wir uns trotzdem versuchen, so gut es geht, halt durchzupilzen. Jetzt ist es nun mal so, wie es ist. Wir werden wahrscheinlich, also ich gehe mal von aus, so eine Server-Rangliste irgendwie haben im Wanderzirkus. So ähnlich habe ich es verstanden. Und je nachdem, wie weit die weitesten kommen, stehen die halt eben am höchsten in der Platzierung. Und ja, da hätte ich mich sehr gerne ein bisschen weiter oben gesehen, muss ich sagen. Dadurch, dass ja, ich mein Equipment jetzt hier halt eben so lange nicht verbessert und Steine nicht geskippt und ja, Waffen und alles nichts ausgetauscht habe, stehen wir natürlich ein wenig schlechter da, als wir es eigentlich wären. Ja, das ist sehr schade. Aber das motiviert mich dann auch wieder zu sagen, okay, wenn ich mich jetzt auf Stufe 700 equipped habe, dann ja, bin ich dann halt quasi schon so in Vorbereitung für den nächsten Wanderzirkus, weil ich fest davon ausgehe, dass dieses Event, was wir jetzt hier haben, wahrscheinlich ja, neben dem Elevator und LD und dem fahrenden Dings, wie heißt der hier, der fahrende Dungeon, wahrscheinlich auch in einer Konstante irgendwo sehen. Ja, wir haben ja den Elevator und Legendary Dungeon, die jeweils 4-mal pro Jahr auftauchen. Ja, das heißt, und das für jeweils 10 Tage. Das heißt, wir haben schon alleine durch den Elevator und den LD 80 Tage temporäre Events und jetzt, wenn das hier dann noch mit dazu kommt, dann sind wir schon auf 120 Tage von 365, wo wir temporäre Events in Shakes and Fidget haben. Und ja, auf der einen Seite ist es natürlich immer cool, so, ne, weil man sich natürlich immer extra was dazu verdienen kann, so, ne. Auf der anderen Seite ist es halt eben auch sehr anstrengend, sag ich mal. Weil man natürlich diese 10 Tage, wo das Event halt eben draußen ist, ja auch einiges zu tun hat. Ne? Also es ist auf jeden Fall schon ein großer Mehraufwand. Man freut sich zwar immer schon so, wenn der nächste LD vor der Tür steht und man ist auch gehypt und ich bin da auch immer sehr gespannt drauf so. Vor allen Dingen halt eben zu sehen, was diesmal so die Themen sind und so weiter. Ne? Auf der anderen Seite ist man dann halt auch wieder froh, wenn diese Events dann auch wieder vorbei sind und man in den normalen Alltag von Shakes and Fidget zurückkehrt, wo man halt eben seine normalen Dinge so runterspielt, weil man, wie gesagt, ja auch die Features so gut wie möglich spielen möchte. Und da muss man halt eben ja, sich deutlich öfter einloggen in Shakes and Fidget, damit man diese auch wirklich ja, so spielt, wie man es halt eben gerne haben möchte. Und deswegen braucht man natürlich auch ein bisschen mehr Zeit für das Game, ne, diese 10 Tage. Ja, deswegen hoffe ich mal, dass, wenn der wandernde Zirkus dann auch draußen ist, dass das erstmal so bleibt mit diesen ja, temporären Events und nicht noch eins dazu kommt. Es kommt drauf an, meinetwegen
können ja ruhig solche Features wie zum Beispiel der fahrende Dungeon als kurzes Wochenend-Event, wo man so ein paar extra Dungeons hat, können ja sehr gerne dazukommen, weil das sind so Sachen, ja, da hat man jetzt nicht wirklich einen Mehraufwand. Das sind so 10 Gegner, die warten auf einen. Das sind wie so Wirbelwind-Etagen, die man for free so mitnimmt. So, ne? Das ist ganz cool, das kann man machen. Wenn man jetzt aber noch mehrere temporäre Events reinbringt in das Spiel, wo man halt wirklich viel Zeit investieren muss, und deswegen hoffe ich mal, dass der Wanderzirkus nicht ganz so zeitintensiv ist, dann wird es natürlich schon ziemlich knapp, alles so nach bestem Wissen und Gewissen zu bespielen. Ne? Und deswegen, ja, warten wir ab. Wir werden es dann morgen sehen. Wie gesagt, wer da live dabei sein will, schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Da ist dann auch der Link zu meinem Twitch-Kanal. Und ja, ab 16 Uhr gehen wir dann pünktlich in den Wanderzirkus rein. Wir sind wahrscheinlich schon ein bisschen vorher live, gehe ich mal von aus. Allerdings halt um 16 Uhr startet ja der Wanderzirkus und deswegen wird es da halt dann erst so richtig losgehen auf jeden Fall. Ne? Ich bin sehr gespannt und am Freitag dann auf jeden Fall haben wir den weltweiten Release, den wir feiern können und ja, wie gesagt, da wird auch dann der Gewinner von dem Video bekannt gegeben. Ne? Deswegen lasst gerne ein Abo da hier auf dem Kanal, um nichts zu verpassen. Nehmt am Gewinnspiel teil, schreibt einen Kommentar. Lasst eine Bewertung da, es wird mir auf jeden Fall viel bedeuten und deswegen, ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall für jeglichen Support und wir hören und sehen uns dann morgen, ja, zu einem neuen Video oder, ja, live auf Twitch, ne? Bis dahin alles Gute euch, viel Glück beim Gewinnspiel und ich bedanke mich, haut rein und bis zum nächsten Mal.